Hi, ich bin Hans und ich bin der kameraaffine Gründer von Kalimoto. Und heute möchte ich euch mal wieder Fragen beantworten. Wir haben euch aufgerufen, uns über Social Media Fragen zu stellen zur App, zu Kalimoto als Unternehmen. Und wir wollen diese Gelegenheit nutzen. Ihr habt uns so viele tolle Fragen geschickt, so viel tolles, positives Feedback gegeben. Und wir nutzen die Gelegenheit in diesem Video, diese Fragen zu beantworten. Wir haben die spannendsten Fragen von euch rausgesucht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und hoffe, ich kann damit einen oder anderen Hintergrund zu Kalimoto geben und euch noch besseren Einblick geben, wie das bei uns so läuft und wie wir die App entwickeln. Viel Spaß dabei! Hans, wir fangen zuerst mit Fragen an rund um Kalimoto 7. Und zwar möchten unsere Nutzer wissen, wie wir dann mit dem sehr kontroversen Feedback von der neuen Version umgehen. Das ist eine wichtige und auch eine gute Frage und die ist auch sehr berechtigt. Wir haben Kalimoto in der Version 7 ja Ende März veröffentlicht und ehrlicherweise auch sehr, sehr viel negatives und trotzdem aber auch konstruktives Feedback bekommen. Dafür an dieser Stelle zuallererst vielen, vielen Dank an jedem, der uns eine E-Mail geschickt hat, uns über Facebook kontaktiert hat, über andere Kanäle. Alle diese Feedbacks sind für uns enorm wichtig und nur damit können wir Kalimoto besser machen, weiterentwickeln und vor allem auch erkennen, wo wir eventuell auch mal einen Fehler gemacht haben. Und ganz ehrlich, es gab bei Version 7 einige Fehler. Das will ich gar nicht abstreiten. Wir haben in den letzten Wochen in der Regel ein Update mindestens pro Woche veröffentlicht. Wir haben die App nochmal sehr, sehr stark überarbeitet, haben die meisten von euch gemeldeten Fehler auch ausgebessert. Aber trotzdem habt ihr natürlich vollkommen recht. Vieles davon hätte man von Anfang an verhindern müssen. An der Stelle müssen wir ehrlicherweise sagen, haben wir daraus gelernt. Wir werden in Zukunft noch mehr Beta-Tester und noch aktiver mit diesen Beta-Testern zusammenarbeiten. Wir werden mit euch gemeinsam auch größere Releases besser vorher durchsprechen, euer Feedback noch mehr in die Entwicklung einfließen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch ganz klar dazu aufrufen, wenn ihr uns Feedback gebt, dann bitte konstruktiv. Es ist überhaupt kein Problem, etwas zu kritisieren, zu sagen, was bei uns falsch gelaufen ist, was in der App falsch läuft, was nicht funktioniert. Was aber leider auch ab und zu passiert ist, dass es sehr emotional wurde, zum Teil auch, dass die Leute sich persönlich verletzt gefühlt haben und da auch es zu ja, nicht mehr angemessenen Arten uns zu kontaktieren gekommen ist. Und das würde ich gerne in Zukunft vermeiden, weil das einfach auch uns als Entwickler oder die Teammitglieder hier bei Kalimoto betrifft, weil jeder von hier gibt jeden Tag sein Bestes, Kalimoto zu der App zu machen, die für euch die schönsten Touren findet. Und keiner macht absichtlich irgendwas falsch oder baut einen Fehler ein. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass euer Feedback auch gerade in dieser Situation, wo es sehr emotional wird, halt auch den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen sehr, sehr hart treffen kann. Aus dem Grund würde ich euch wirklich bitten, immer konstruktiv bleiben. Wir nehmen jedes Feedback ernst. Wie gesagt, vielen, vielen Dank auch dafür. Und wir werden in Zukunft das noch stärker in die Entwicklung einfließen lassen und dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert, dass wir eine Version veröffentlichen, die so kontroverse Kritik bei euch hervorruft. Dann direkt auch noch eine Frage zum Thema Testen, ob wir jetzt Beta-Tester haben und wenn ja, wie wir die auswählen. Genau, also wir haben Beta-Tester. Wir haben sowohl auf Android als auch auf iOS einen Pool an Usern, die die App teilweise schon sehr, sehr lange nutzen, mit denen wir schon lange im Austausch sind, basierend auch vor allem auf Feedback und Kontakt, den wir mit den Nutzern in der Vergangenheit hatten. Das heißt, jemand, der uns regelmäßig E-Mails geschrieben hat, der uns seit Jahren schon unterstützt und uns Verbesserungsvorschläge schickt, der wird dann für diesen Beta-Test oder für diesen Testpool, nenne ich ihn, ausgewählt. Und wer daran Interesse hat und wer da uns aktiv weiterhelfen möchte, der kann das gerne über den Support machen, also der kann sich bei uns melden. Wichtig ist natürlich, dass derjenige die App dann auch wirklich benutzt, also dass er aktiv unterwegs damit ist, aber wir werden dann in Zukunft bei größeren Releases auch Beta-Tests machen und diese Nutzer dann aktiv mit einbinden. Das bedeutet, sie kriegen vorab Zugriff auf die neue Version und werden dann über Interviews, Fragebögen etc. dazu befragt, um deren Feedback in die Entwicklung einfließen zu lassen. Warum hat denn die neue Version keine Offline-Karten mehr? Die neue Version hat Offline-Karten. Die neue Version hat sich, was das angeht, gar nicht verändert. Also es ist weiterhin möglich, die Kalimoto-App offline und online zu nutzen. Ihr habt die Einstellung nur an einer etwas anderen Stelle. Und zwar, wenn ihr rechts unten auf den Profil-Tab drückt, also da, wo ihr euer Profil aufrufen könnt, findet ihr oben rechts dann die Einstellungen. Das ist dieses kleine Zahnrad.
Und dort könnt ihr die Karten weiterhin runterladen als Premium-User oder wenn ihr das Alle-Karten-Paket gekauft habt. Und auch dort könnt ihr zu Offline oder Online umschalten. Das ist da ein Schalter drin. Was die neue Version zusätzlich hat, und das ist wirklich neu, wenn ihr mit der Online-Karte fahrt, was ich euch auch immer empfehlen würde, weil die Online-Karte einfach deutlich schneller ist und die Suche auch leichter funktioniert, weil wir über die Server mehr Kapazitäten haben. Wenn ihr mit der Online-Karte fahrt und ihr seid in einem Funkloch und es muss trotzdem eine Neuberechnung gemacht werden, weil ihr zum Beispiel anders abgebogen seid, dann wird das automatisch erkannt, ob ihr die jeweilige Offline-Karte installiert habt. Und wenn das der Fall ist, dann wird, wenn ein Funkloch ist, die Route über die Offline-Karte berechnet und ihr könnt weiterfahren, auch wenn ihr aktuell mit der Online-Karte kein Internet habt. Das ist neu, also ihr habt quasi die Möglichkeit, durchgehend mit der Online-Karte zu fahren und wir erkennen, ob, wenn ihr ein Funkloch habt, ob die Offline-Karte installiert ist und berechnen dann mit der Offline-Karte die Route. Das ist komplett neu und ich glaube, erleichtert das Leben sehr. Dann die letzte Frage direkt zu Kalimoto 7. Warum kann man denn die Favoriten nicht mehr alphabetisch sortieren? Das ist etwas, was wir auf der To-Do-Liste haben. Wir wissen, dass wir mit dem Favoriten noch einiges an Verbesserungen einbauen müssen. Also es wird in Zukunft eine zusätzliche Sortierung und auch ein umfangreicheres Bearbeiten und ein Anlegen der Favoriten geben. Dann kommen wir zu den Fragen rund um Premium. Wird es noch andere Abo-Angebote geben? Also zum Beispiel ein Premium-Abo für nur 3 Monate statt ein Jahr? Genau. Also das ist auch eine gute Frage, die kriegen wir auch öfter. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das macht keinen Sinn, weil wir haben aktuell das Jahresabo und das Wochenabo. Und ehrlicherweise, Motorradfahren ist nun mal ein Saisongeschäft. Das bedeutet, wenn wir ein 3- oder ein 6-Monats-Abo anbieten würden, würden die allermeisten Nutzer das 6-Monats-Abo auch nehmen. Aber der Preis des Jahresabos ist ja so gewählt, dass wir damit die Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Kalimoto decken können. Das bedeutet, wir müssten für das 6-Monats-Abo den gleichen Preis nehmen, weil wir ja die gleichen Kosten haben, um Kalimoto zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und das heißt, es würde sich für euch gar nichts ändern. Und da haben wir dann gesagt, hey, bevor wir jetzt künstlich das Jahresabo teurer machen, als es sein müsste, damit das 6-Monats-Abo den Preis hat, den wir brauchen, haben wir gesagt, wir wollen das Jahresabo zu dem Preis anbieten, den wir brauchen, um die langfristige Weiterentwicklung sicherzustellen. Und für euch ist es dann, ihr habt ein Jahr lang durchgehend Kalimoto und müsst nicht im Winter oder so auf irgendwelche Funktionen verzichten, gerade bei der Planung für den nächsten Sommerurlaub zum Beispiel. Und das war unsere Entscheidung von Anfang an und das wird auch so bleiben. Ist es denn möglich, einen Einmalkauf zu machen und alle Funktionen zu bekommen? Das ist nicht möglich. Das hat den Hintergrund, dass die Funktionen bei Kalimoto im Premium teilweise auch mit Kosten verbunden sind, die uns monatlich für die Nutzer in Rechnung gestellt werden. Also es gibt zum Beispiel Daten- und Service-Dienstleister, wie zum Beispiel die Wetterdaten, wo wir pro Nutzer, der das jeden Monat nutzt, Kosten haben. Und diese Kosten müssen ja auch gedeckt werden. Das heißt, wenn wir das über einen Einmalkauf anbieten, würdet ihr zwar einmalig bezahlen, wir hätten aber dann die nächsten Jahre, wenn ihr die ab 5 bis 10 Jahre nutzt, die durchgehende Kosten, die ja nie wieder gedeckt werden würden, weil ihr ja nur einmalig bezahlt habt. Das heißt also, mathematisch geht diese Rechnung gar nicht auf. Und deswegen gibt es quasi das Alle-Karten-Paket, was teilweise also wirklich nur die Karten und die Kernfunktion beinhaltet. Und die Premium-Funktion und der Zugriff auf alle Karten mit Premium-Features, die werden nur im Premium weiterhin verfügbar sein. Das hat aber den Hintergrund, dass wir nur so auch für euch langfristig diesen Funktionsumfang und die Weiterentwicklung sicherstellen können. Wird es dann in Zukunft die Möglichkeit geben, nur eine weitere Region dazu zu kaufen? Das ist auch eine Frage, die von Anfang an eigentlich regelmäßig mal bei uns auftaucht. Und ganz klar, nein, es wird nicht möglich sein, nur einzelne Regionen zu kaufen, weil für uns ist es so, dass ob ihr die weltweiten Karten mit Kalimoto nutzt oder nur Deutschland, macht keinen Unterschied bei den Kosten für Server und die Infrastruktur dahinter. Das heißt, auch hier wieder, um die Kosten zu decken, müsste auch Deutschland dann so teuer sein wie die ganze Welt. Und wir haben gesagt, wir machen da keine Unterscheidung. Die gibt die ganze Welt zu einem Preis, der für uns langfristig ausreicht, um das alles zu betreiben und um das Ganze langfristig auch kostendeckend zu machen. Und aus dem Grund haben wir keine Untergliederung in einzelne Regionen und das wird es auch nicht geben. Dann eine Frage von den Sparfüchsen unter unseren Nutzern, und zwar, wann es dann mal wieder eine Rabattaktion oder Promocodes gibt. Genau. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wird es auch bei uns nicht geben. Es ist auch nichts in der Richtung geplant. Warum? Weil die Preise so
kalkuliert sind und unser Preis sich so zusammensetzt, dass wir damit wirklich langfristig Kalimoto als Unternehmen und als Produkt weiterentwickeln und betreiben können. Das heißt halt auch, dass wir nicht in der Lage sind, dauerhaft die App günstiger anzubieten über einen Rabatt oder über einen Promocode, weil dann würde es ja bedeuten, dass ansonsten der Preis eigentlich zu hoch wäre. Weil wenn wir es auch günstiger können, dann haben wir den von Anfang an etwas zu hoch kalkuliert und mit einem Puffer gerechnet. Und das machen wir nicht, sondern wir haben einen festen Preis. Das kostet die App, damit wir es wirklich betreiben können. Und wir bieten euch aber alternativ ja das Wochenabo an, wo ihr für 7 Euro einmal reinschnuppern könnt, für eine Woche Kalimoto Premium ausprobieren, um euch selbst davon zu überzeugen, ist es das? Möchte ich das weiter nutzen? Macht mir das Spaß? Möchte ich das Projekt auch unterstützen? Glaube ich daran, dass Kalimoto in Zukunft eine noch bessere App wird, die mich weiter unterstützen kann? Und wenn ja, kann man ja danach ins Jahresabo wechseln und hat nicht diese hohen Kosten, die man natürlich hat, wenn man das Wochenabo längere Zeit nutzt. Aber zum Reinschnuppern und zum Ausprobieren ist das Kostenrisiko relativ gering. 7 Euro sind ungefähr ein Kaffee und ein Stück Kuchen, wenn man mal eine Pause am Bikertreff macht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zum relativ günstig und ohne Kostenrisiko reinzuschauen. Und das Jahresabo ist preislich so gewählt, dass wir das langfristig für euch eine tolle App und einen tollen Service zur Verfügung stellen können. Und deswegen wird es in Zukunft keine Rabatt- oder Promo-Aktionen beim Preis geben. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die, glaube ich, ungefähr einmal die Woche in unserem Support aufploppt. Und zwar, wann kommt denn Android Auto bzw. die CarPlay-Unterstützung? Das ist tatsächlich eine der häufigsten Rückfragen und es gibt ja auch mittlerweile den Running Gag hier bei uns auf dem YouTube-Kanal, wo ich über CarPlay spreche. Und ehrlicherweise, es tut mir auch echt ein bisschen leid, dass es immer noch nicht draußen ist. Also wir haben letztes Jahr wirklich aktiv CarPlay angegangen, umgesetzt. Es gab sogar einen Testprototypen bei uns intern. Der hatte aber nicht die Qualität, die wir für uns an unser Produkt stellen. Das heißt, wir mussten nochmal von vorne anfangen und haben auch gemerkt dabei, dass es nicht möglich ist, mit der alten App-Basis eine wirklich sinnvolle CarPlay-Integration umzusetzen, weswegen wir uns dann darauf konzentriert haben, den Umbau jetzt auf die Version 7.0, da habe ich ja ein extra Video schon gedreht, warum wir diesen Umbau gemacht haben. Und der war aber notwendig, damit wir CarPlay angehen können. Und jetzt, wo wir die Version 7 draußen haben und wo die gesamte App auf einem neuen Stand ist, können wir das CarPlay-Thema aktiv angehen und auch in der Qualität umsetzen, wie es für euch am besten ist und wie es auch unsere Erwartungen sind. Und diese Umsetzung gehen wir jetzt an, wenn wir die ersten Updates draußen haben von Version 7 und wir da auch das Feedback umgesetzt haben von den Leuten. Und das Android Auto wird zeitnah danach angegangen, wenn das CarPlay-Thema durch ist. Also wir gehen das nacheinander an. CarPlay kommt auch ehrlicherweise öfter und deswegen erst CarPlay, Android Auto, aber auch in der Zukunft. Dann eine Frage, die auch sehr oft vorkommt, Thema Offroad. Wann wird es dann eine Offroad-Navigation geben oder auch einen Offroad-Routenplaner? Genau. Offroad ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ich hatte dazu auch mal in einem früheren Q&A-Video schon Stellung genommen. Es ist weiterhin so, dass das Offroad bei uns in den Kartendaten zurzeit nicht für die Routenplanung genutzt werden kann. Wir arbeiten aber an einer ersten kleinen Lösung, dass man Strecken, die Offroad und unbefestigte Straßen beinhalten, als Route in Kalimoto importieren kann. Diese wird dann auch in der Karte angezeigt und man kann diese dann auch abfahren. Das wird es in Zukunft zeitnah geben. Und in der Fernzukunft wollen wir aber auch unbefestigte Straßen, unbefestigte Wege für die Navigation nutzbar machen. Das ist aber ein größerer technischer Aufwand. Da wird es wahrscheinlich erst frühestens nächstes Jahr was zu geben. Deswegen dieser kleine Zwischenweg, dass ihr, wenn ihr Strecken habt, die unbefestigte Abschnitte haben, dass ihr die trotzdem als GPX bei uns importieren könnt oder als Track, den jemand aufgezeichnet hat mit Kalimoto, mit euch geteilt werden kann und ihr den trotzdem dann abfahren könnt. Also das ist etwas, was wir zeitnah angehen wollen. Dann haben wir den nächsten Themenblock, alles so rund um Features. Wie werden denn die Strecken generell überhaupt generiert? Also grundsätzlich, ich fahre jede Strecke einzeln ab und wenn ich sage, die ist top, dann kommt die in die App rein und wenn ich sage, es ist ein Flop, dann fliegt sie raus und ihr könnt darüber auch nicht fahren, weil der Algorithmus die nicht nimmt. Schön wäre es, hätte ich die Zeit dafür und würde auch so viel Zeit auf dem Motorrad verbringen, wäre das eine tolle Sache. Aber genau das ist ja das, was Kalimoto anders macht als die klassischen Reiseführer oder die Karten, die man von den Motorradverlagen bekommt, wo diese schönen Strecken markiert sind. Das sind tatsächlich händisch gefahrene Strecken. Wir haben einen Algorithmus entwickelt und das ist ja das, was Kalimoto auch so anders macht, der anhand von den Daten an sich, den Geodaten,
berechnen kann, ob eine Strecke schön ist oder nicht. Und genau das macht unser Algorithmus. Er guckt also weltweit jede Straße an und schaut anhand unterschiedlichster Parameter, wie kurvig ist die Strecke, welche Straßenoberfläche haben wir da, führt sie durch eine Stadt oder durch ein ländliches Gebiet und so weiter. Also da sind super viele Parameter drin. Und anhand dieser wird berechnet, wie schön die Strecke oder wie geeignet sie ist für Motorradfahrer. Und dann wird quasi, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Strecke von A nach B berechnet, dann wird automatisch jede einzelne Straße dazwischen angeguckt und an jeder Kreuzung, wo man entscheiden muss, rechts oder links, sucht ihr jeweils immer die Straße aus, die am schönsten ist. Das ist ganz vereinfacht, ein bisschen komplexer läuft es in der Realität, aber ganz vereinfacht funktioniert so unser Algorithmus und so berechnet er für euch immer die schönsten Strecken. Warum können dann keine aktuellen Straßensperrungen angezeigt werden? Das liegt daran, dass wir aktuell keinen Zugriff auf entsprechende Daten haben. Das hat zwei Gründe. Es gibt einmal ganz wenige Anbieter, die diese Daten in sehr guter und ausreichender Qualität haben. Und wenn sie die haben, sind sie erstens nicht günstig und zweitens auch nicht zwingend einzeln zu bekommen. Das bedeutet, man kann nicht einfach zu Google gehen und sagen, hey, ihr habt doch Google Maps, gebt uns mal die Verkehrsdaten. Dann sagt Google, nein, nein. Das geht nicht so einfach. Also man kann die nicht einfach kaufen. Und dazu kommt, dass man auch nicht einfach Daten von jemand anderem nehmen kann und in das eigene System einbauen kann, weil wir eine andere Karte haben, wir haben eine andere Geodatenbasis, wir haben eine andere Struktur bei uns in der oder Architektur in der Software, die zum Teil nicht kompatibel ist mit den Daten von anderen Anbietern. Und deswegen sind wir weiterhin auf der Suche nach einer Datenquelle, die ausreichend gut ist und gleichzeitig einer Möglichkeit, diese dann bei uns in den Daten zu implementieren. Und das wird leider noch etwas dauern, da sind wir aber weiterhin dran und hoffen dafür eine Lösung zu finden. Wann kommt dann eine Funktion, dass man Touren mit anderen teilen kann und gemeinsam bearbeiten kann? Das ist auf jeden Fall weiterhin auf der To-Do-Liste. Wir wollen das Thema gemeinsam fahren, Gruppenfahren, auch dieses Gefühl, in der Gruppe unterwegs zu sein, weiter fördern und auch Calimoto dahingehend stärken. Und es wird auf jeden Fall in Zukunft die Funktion geben, eine Tour zu erstellen, diese mit einer Gruppe zu teilen und alle gemeinsam dann auch die Tour fahren zu können, idealerweise mit der Anzeige der anderen Tourteilnehmer, Gruppenfahrer auf der Karte, sodass es noch leichter wird, auch Gruppenausfahrten mit Calimoto zu teilen. Ich kann leider noch nicht genau sagen, wann das kommen wird, aber das ist definitiv auf unserer To-Do-Liste und wir wissen, dass gerade der soziale Aspekt beim Motorradfahren nicht zu kurz kommen darf. Wann kann man denn endlich Touren, also die eigenen Touren, mit Text versehen und danach sortieren oder filtern? Das wird definitiv ebenfalls kommen. Die Touren und auch die Tourenübersicht haben wir jetzt mit Version 7 schon weiter überarbeitet. Wir haben da eine größere Untergliederung, wir haben da feinere Möglichkeiten des Filterns entwickelt und weiter wird das auch in Zukunft ausgebaut, sodass ihr euren Tourenkatalog noch spezialisierter anlegen könnt. Das wird definitiv immer weiter ausgebaut, auch in Richtung, dass natürlich der soziale Aspekt nicht zu kurz kommen soll. Und da ist es natürlich schön, wenn man eine Tour teilen kann und der andere auch anhand von Text noch besseren Eindruck bekommt, welche Tour man da eigentlich fährt. Gibt es die Möglichkeit, alle Karten weltweit herunterzuladen? Grundsätzlich theoretisch ja. Also ihr könnt, wenn ihr Premium-Nutzer seid oder das Alle-Karten-Paket gekauft habt, die weltweiten Karten runterladen. Ich würde euch aber empfehlen, das nicht zu tun. Erstens nehmen sie sehr, sehr viel Speicherplatz weg. Zweitens ist es auch nicht zwingend notwendig, weil in der Regel fährt man nicht über mehrere Länder also Länder noch am gleichen Tag, aber nicht Kontinente. Das heißt, ich empfehle euch immer, ladet euch die Karten runter, wo ihr wirklich tatsächlich fahrt. Und wenn ihr wisst, ihr fahrt demnächst in ein anderes Land, dann ladet diese Karte zusätzlich runter. Und haut euch aber nicht zu viele Karten drauf, weil je mehr Karten ihr auf dem Gerät habt, umso rechenintensiver ist es, diese Karten darzustellen und zu nutzen. Das heißt, je mehr Karten ihr gleichzeitig drauf habt im Offline-Modus und je länger die Route wird, umso länger dauert die Routenberechnung, weil die Smartphone-Hardware ja durchaus limitierter ist. Deswegen empfehle ich immer, wenn möglich, nutzt die Online-Karte, weil unser Server natürlich um ein Vielfaches mehr Leistung hat. Ihr innerhalb von wenigen Sekunden jede Route berechnen könnt und gleichzeitig habt ihr auch noch eine bessere Suche, weil auch die Suche sehr, sehr rechenintensiv ist und auf dem Gerät nicht so schnell funktioniert wie in der Online-Karte. Aber prinzipiell, wenn ihr wollt, könnt ihr die Karten weltweit offline runterladen. Es hat aber nicht wirklich viele Vorteile. Kann man denn Touren nur in einem bestimmten Gebiet suchen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Das ist möglich. Ihr könnt unten links auf den Touren-Tab klicken
und habt dann eine Übersicht eurer erst eigenen Touren, also gefahrenen, geplanten und die gemerkten Touren, beziehungsweise die mit euch geteilten Touren, und könnt dann aber weiter nach unten scrollen und habt da dann die Touren in eurer Nähe und könnt auch ganz nach unten über die Suche eine Motorradregion eurer Wahl, wie zum Beispiel den Harz oder die Alpen, auswählen und euch nur Touren in dieser Region anzeigen lassen. Diese könnt ihr sogar nach Länge filtern, sodass nur Touren zwischen 150 und 300 Kilometer zum Beispiel angezeigt werden und damit genau die Touren raussuchen in der Region, wie ihr sie gern braucht und wie ihr sie fahren möchtet. Und dann habt ihr eine schöne Übersicht mit Fotos, mit der Tourenbeschreibung und könnt dann diese Touren für die Planung oder gleich direkt zur Navigation nutzen. Kann man nach dem Titel einer bestimmten Tour suchen oder auch nach dem Benutzernamen von anderen Nutzern? Das wird noch kommen. Das soll in Zukunft gerade in diesem großen Community-Aspekt möglich sein, ist zurzeit technisch noch nicht umgesetzt. Hat man die Möglichkeit, irgendwie Touren zusammenzufügen? Das ist auch etwas, was wir öfter kriegen. Das hat teilweise den Hintergrund, dass es ab und zu dazu kommt, dass bestimmte Betriebssysteme, insbesondere Android, durch die Energiesparoption Kalimoto beenden, wenn man eine andere App öffnet zum Beispiel. Einfach weil man sagt, hey, du machst eh gerade eine andere App auf, dann kann ich Kalimoto ja beenden, das nutzt du ja jetzt nicht. Das sorgt dann dafür, dass teilweise die Aufzeichnung unterbrochen wird und wir dann mehrere Touren für das Gefahrene haben. Das ist leider etwas, das ist sehr, sehr ärgerlich. Wir versuchen aber da Lösungen zu finden und wir sind da auch schon dran. Und das ist deutlich leichter, hier dafür zu sorgen, dass einfach nicht mehrere Touren entstehen, als eine Lösung zu entwickeln, dass man Touren zusammenfügen kann. Das ist technisch gar nicht so trivial. Und aus dem Grund werden wir dafür sorgen, oder unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass man einfach gar nicht mehr mehrere Touren hat, die man zusammenfügen muss, sondern wir verhindern die Ursachen, die dazu sorgen, dass diese Touren zerstückelt werden. Im Hinblick auf die nahe Zukunft, was sind noch für neue Features geplant? Also das hatten wir ganz am Anfang des Videos schon, definitiv die CarPlay-Integration, das ist ganz, 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 ganz weit oben. Wir wollen auch die Version 7 noch weiter glatt ziehen, euer Feedback noch weiter umsetzen, da einzelne kleine Veränderungen noch umsetzen. Und dann geht es eigentlich weiter in den Bereich Community und auch Gruppenplanung, Gruppenfahren. Das ist dann der nächste große Komplex, um den wir uns kümmern wollen. Und das Thema Offroad, beziehungsweise erstmal der Zwischenschritt Touren, die auch unbefestigte Streckenabschnitte beinhalten, zu importieren, umwandeln zu können und für die Navigation beziehungsweise zum Fahren nutzen zu können. Das sind so die nächsten Schritte, die wir vor uns haben. Dann kommen wir zu den sonstigen Fragen. Wie groß ist dann das Team und welche Jobvielfalt gibt es bei Kalimoto? Genau, also das Kalimoto-Team ist mittlerweile echt groß. Also wir sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ich habe viele tolle Kolleginnen und Kollegen bei mir. Und insgesamt sind wir mittlerweile 34 Personen, die aktiv jeden Tag ihr Bestes geben, Kalimoto als App besser zu machen, euch zu unterstützen, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, aber auch Kalimoto, also dafür zu sorgen, dass bei Kalimoto einfach alles reibungslos läuft. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben natürlich sehr, sehr viele Entwickler. Das sind iOS-Entwickler, Android-Entwickler, Backend-Entwickler. Wir haben ein tolles Marketing-Team, die sich darum kümmern, dass die Leute, die Kalimoto noch nicht kennen, darauf aufmerksam werden, weil genau so funktioniert es auch nur. Wir müssen natürlich Nutzer von uns überzeugen. Wir haben ein tolles Support-Team, mit dem ihr direkt im Austausch seid, wenn ihr uns eine E-Mail schickt, wenn ihr uns kontaktiert, sodass auch Schwierigkeiten oder Fragen beantwortet werden. Und wir haben ein Design-Team, was dafür sorgt, dass die App immer einen frischen Look hat, dass aktuelle Trends umgesetzt werden, die teilweise ja auch von Apple und Google vorgegeben sind. Und wir haben natürlich auch ein Backoffice-Team, das sind halt aktuell 2 Personen, die kümmern sich darum, dass alle Prozesse bei Kalimoto reibungslos laufen, dass immer entsprechend alle Leute informiert sind und so weiter. Also wir haben eine Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und da muss ich ganz ehrlich sagen, auf die ich sehr, sehr stolz bin, die wirklich einen tollen Job machen. Und wir werden auch weiterhin wachsen und werden in Zukunft ein noch größeres Team haben, die jeden Tag nur für euch da draußen das beste Ergebnis für Kalimoto liefern wollen. Den Abschluss machen wir mit einer persönlichen Frage an dich, Hans. Was war dein erstes Motorrad und was ist dein Traummotorrad? Also mein erstes Motorrad war eine 125er mit 16. Ich habe den A1-Führerschein damals gemacht, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und hatte dann eine Yamaha YBR 125. Das war ein sehr, sehr solides Einsteigermotorrad mit, ich glaube, 12,5 PS hatte die damals. Mit 80 km/h gedrosselt, war ja leider damals noch gesetzlich vorgeschrieben. Und das war so mein
mein Brot- und Buttermotorrad, mit dem ich damals, ich bin auf dem Land groß geworden, auch das erste Mal Unabhängigkeit und Freiheit erfahren konnte. Die habe ich dann wirklich auch bis 18 genutzt, bin dann bis 18 damit gefahren, bis ich dann den großen Motorradführerschein gemacht habe. Und heutzutage fahre ich eine Aprilia Shiva und die 750er. Und wenn ihr mich jetzt festlegt, was wäre mein Traummotorrad, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein Herz etwas an die italienischen Zweizylinder verloren, insbesondere wenn ich zu Ducati rüber gucke. Also dementsprechend die Panigale V2 gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ansonsten auch allgemein italienische Motorräder, entweder sportlich oder Naked Bikes. Das ist so das, wo ich mich wohlfühle und wo ich glaube, ich dann im Zweifel zuschlagen würde. Das war es an dieser Stelle für dieses Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt und weiterhin die neuesten Infos von Calimoto bekommen wollt, dann abonniert hier gerne den Kanal, dann verpasst ihr nichts weiter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit Calimoto, allzeit gute Fahrt und hoffe, ich konnte euch heute einige Fragen beantworten, wodurch es noch leichter wird zu verstehen, was bei Calimoto passiert. Und vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn ihr euch die App anguckt, so ein bisschen zu merken, hey, was steckt da eigentlich für eine Herzblut und für eine Liebe drin. An dieser Stelle vielen, vielen Dank nochmal für eure Fragen und bis bald.